Visionen bewegen Menschen. Und meine Vision war, als ich 18 Jahre alt in Irak lebte, dass ich die Welt erobere. Und so kam ich nach Deutschland. Inzwischen habe ich 99 Länder besucht und es gibt kein Ende und ich freue mich sehr für eine Erweiterung. Mein Name ist Rayan Abdullah, gebürtiger Iraker, inzwischen Deutscher und Preußer und lebe ich in Schwabenland. In Deutschland bzw. in Berlin-West habe ich Kulturpädagogik studiert, anschließend visuelle Kommunikation an der HDK, inzwischen UDK, Universität der Künste. Nach dem Abschluss habe ich Meisterschule Titel bekommen und anschließend habe ich bei verschiedenen kleinen Firmen nach über ein Jahr landete ich bei der Firma Meta Design. Damals war ein Kleinunternehmen mit 6 bis 7 Personen. Als ich Meta Design nach 7 Jahren verlassen habe, war 171 Mitarbeiter. Die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, dass ich nach einem Jahr den Titel Senior Designer bekommen habe und war ich verantwortlich für verschiedene Themen, unter anderem die Berliner Verkehrsbetriebe, Corporate Design. 7 Jahre lang war ich Senior Designer für das Projekt. Kurze Jahre danach kam mein Kollege und Freund Carsten Hinze und war der Projektmanager und wir haben zusammen dann gearbeitet. Anschließend haben wir uns um Thema Volkswagen und Bugatti, vor allem die Wiederbelebung der Marke Bugatti war sehr spannend, weil es ging eigentlich um eine emotionale, beladene Geschichte. Und anschließend durfte ich den Bundesadler redesignen mit meinem Team. Bei Meta Design haben wir natürlich auch die Marke Deutschland positioniert. Im Jahre 2001, nachdem ich Meta Design verlassen habe, bekam ich einen Ruf in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Dort war ich bis meine Pensionierung vor 2 Jahren Professor für Typografie und Leiter der Werkstätten. An der Hochschule für Grafik und Buchkunst war der Weg definiert durch 2 verschiedene Richtungen. Erstens habe ich meine eigene Firma gegründet, Markenbau, aber auch habe ich angefangen, die Bücher, die ich mir immer gewünscht habe, zu schreiben. Inzwischen sind 7 Bücher, unter anderem mit verschiedenen Kollegen. Im Jahre 2004 durfte ich nach Kairo als Gründungsdekan eine der wichtigsten deutschen Universitäten außerhalb Deutschland, die Designfakultät etablieren. Ich bin immer noch Gründungsdekan dort. Letztendlich ein Gründungsdekan ist derjenige, der sich um die Fakultät kümmert. Auch in der Ferne bis zu 4-mal verreise ich nach Kairo und schaue ich nach den Rechten und Gott sei Dank haben wir ein Team dort, die gesamte Philosophie, die wir eigentlich aus Leipzig nach Kairo gebracht haben, umsetzen. Inzwischen haben wir bis zu 1900 Studierende pro Jahr als Absolventen, mehr als die Studierende in Leipzig. Seit 2 Jahren forsche ich über Themen Weiß und die Lehre in Gestaltung. Es geht in der Tat darum, wie man in der Gestaltung reduziert und warum Reduktion in der Gestaltung wichtig
und warum Weißraum ist enorm wichtig, um lebendige Gestaltung sichtbar zu machen und warum eigentlich dieses Leere oder Vakuum so notwendig. Letztendlich kennen wir und wissen wir, dass die Lehre kommt von bestimmten Disziplinen, insbesondere von der Architektur. Ein Architekt macht aus einem Raum durch 4 Wände eine Begrenzung und da drin hatte er die Lehre verpackt. Aber ein Gestalter muss wissen, wie man in diese Lehre sich letztendlich bewegt. Wenn er sich und andere bewegt, dann hat er eigentlich Info-Leitsystem, da hat er ganz genau gewusst, wie das sein soll und in welcher Geschwindigkeit. Aber es geht auch um mehr. Es geht eigentlich um die Funktionalität von Gestaltung in diese Räume. Und diese Räume sind enorm wichtig und lebendig, um eine Reduktion, letztendlich Reduktion ist das Wenige auf das höchste Form. Und das kann nicht jeder. Es ist enorm schwierig. Was mich am meisten bewegt als, gebürtiger Iraker, der Bundesadler war der höchste, der beste, der schönste Projekt meines Lebens. Das war 1997 und vor allem, was ich auch sehr stolz darauf bin, die Vereinheitlichung aller Logos aller Ministerien in Deutschland. Wir haben damals, als wir den Bundesadler zuerst recherchiert, haben wir mehr als 40.000 Adler gesammelt, gedruckt und kopiert. Und dann haben wir festgestellt, das war eigentlich ein Wildwuchs, gerade in der Bundesregierung und deren Behörde. So gab es mehr als 50 verschiedene Adler und wir haben das so reduziert auf ein Adler. Und das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen hat sich ein bisschen ein paar Adler reingeschlichen und wir hoffen, dass es nicht mehr wird. Eines Tages präsentiere ich den Kunden den Bundesadler mit ein paar Zeichnungen da drauf, dass die falsch wären. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass unser Adler blind ist und kann nicht stehen, weil die Krallen falsch waren. Und er konnte mir gar nicht glauben und das war in der Tat also sozusagen unsere allergrößte Chance, den Bundesadler rezudesignen. Und jetzt kann ich stehen und sehen und, sagen wir, nach rechts gucken und hoffentlich weiterhin nach links. 1980 gibt mir ein Freund eine Einladung vom EDZ und sagte: du sollst unbedingt hingehen.“ Und von dort an habe ich festgestellt, dass es der wichtigste Ort, der einzige und der erste, sage ich, Designort für Begegnung und Ausstellung. Und, ich war dort. Es gab viele Menschen, die miteinander diskutiert haben. Ich habe mich absolut nicht fremd gefühlt. Ich habe mich zum ersten Mal richtig wohl gefühlt und es gab kontroverse Diskussionen zwischen, Kollegen und Professoren damals, vor allem also auch meine Prof, wenn er beim EZ war, das war eigentlich ein Höhepunkt, in einer Diskussion, Professor Kapiski. Vor allem auch mit anderen, die, ihre andere Meinung vertraten. Ich erinnere mich ganz genau, das gab eine Diskussion über die, Deutsche Bahn-Logo, und das war fantastisch. Also, wie viele Leute haben sich beteiligt? Es ging um 2 Buchstaben, wenn man eigentlich, von der Typografie her ausging. Und wie viele Diskussionen gab es und wie viel Freude für alle Beteiligten letztendlich, die sich mit Design beschäftigen. Aber vor allem interessierte mich sehr Thema Designbildung. Und, dort waren immer vertreten, Professoren, die sich mit Design, beschäftigen, und gab
natürlich auch eine Menge von Diskurs. Und dieser Diskurs führte immer dazu, dass man eigentlich immer neue Themen auf dem Tisch gab und daraus immer viel gelernt. Und es gab eigentlich für mich auch eine Kritik. Also IDZ ist es ein Ort für verbale und kommunikative Kritik auf einer höheren Ebene. Und ich finde dieses Ort mehr als lebendig und es spielt dabei auch eine große Rolle, wie man in die Zukunft schaut und welche Position bekommt Gestaltung und wie wir gemeinsam uns alle durch KI-Entwicklung positionieren. Und ich finde dieses Ort enorm wichtig, um diese Fragen, für diese Fragen eine Antwort zu finden. Also, für mich die beste und höchste Investition in mein Leben sind Bücher. Inzwischen habe ich in meiner Bibliothek 10.000 Bücher. Aber ich sage, ein guter Designer, ein guter Gestalter soll weiterhin Bücher lesen, aber soll verreisen, die Welt entdecken. Es geht hier nicht um Erholung, es geht nicht um Urlaub machen, es geht eigentlich um Forschen, weil Designer müssen ihre Horizont erweitern, sie müssen rausgehen, sie müssen schauen, wie lösen andere Designprobleme und wie kommunizieren sie das. Und vor Kurzem war ich in Japan auf der Expo-Ausstellung. Ich war beeindruckt, wie Japan dieses Ausstellung total anders dargestellt hat. Und ich finde Reisen enorm wichtig, also nach Büchern und Filme schauen, weil Filme und gerade eigentlich Science-Fiction-Filme sind Pflichtfilme für jeden Gestalter. Schau mir alle Science-Fiction-Filme, egal woher das kommt, egal welcher Film, egal wie alt oder neu. Also wenn ich nur höre, es gibt einen Film. Aber zusätzlich zu Kino und Bücher und Reisen gibt es mein Lieblingsgarten. Und ich kümmere mich um meinen Garten und ich entdecke natürlich Bionik pur. Also ich entdecke letztendlich auch die Naturgestaltung und das ist die Muttergestaltung und das ist das Schönste.